In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es viele Menschen, die das Gefühl haben, man kann eigentlich gegenüber der Natur zurzeit nichts anderes machen, als sich nur abzuschotten. Man hat nicht wirklich ein Konzept, man sitzt und wartet. Einerseits sei es, bis ein Impfstoff entwickelt wird, andererseits unter Anführungszeichen, bis es vorbeigeht. Glaubst du, dass dieses Gefühl, die Natur nicht beherrschen zu können, unser Vertrauen in den Fortschritt zurzeit in Frage stellt? Ich bin da sehr ambivalent, denn auf der einen Seite kann man wirklich dieses Gefühl haben, dass hier dieser Fortschrittsglaube an die technische Beherrschbarkeit aller Naturprozesse etwas gebrochen erscheint. Auf der anderen Seite erleben wir gerade durch diese Pandemie einen Höhenflug der Wissenschaft, der Virologie, der Epidemiologie. Manche sprechen ja sogar davon, dass Wissenschaftler viel zu viel Einfluss mittlerweile haben und die Politik geradezu dominieren oder vor sich hertreiben. Und dieser Glaube an die Wissenschaft hat natürlich damit zu tun, dass wir sehr wohl der modernen Forschung zutrauen, auch mit diesem Virus früher oder später zu Rande zu kommen. Und ich denke, dieses Zuhausebleiben, ob das jetzt verordnet wird, wie in den meisten europäischen Staaten, oder freiwillig erfolgt, wie etwa in Schweden, dieses Zuhausebleiben ist ja kein schreckhaftes Erstarren vor dem Virus, sondern einfach seit Jahrhunderten die angemessene Reaktion auf eine ansteckende Krankheit. Das große Problem bei diesem Coronavirus, soweit ich als sozusagen Nicht-Fachmann das beurteilen kann, liegt ja darin, dass dieses Virus schon ansteckend sein kann, bevor man an einem infizierten Menschen überhaupt erste Symptome wahrnimmt. Das heißt, diese Vorsichtsmaßnahmen der Distanzierung des Abstandes sind hier wahrscheinlich dann ausgeprägter, vielleicht aus der Perspektive von manchen auch überzogener, als bei ansteckenden Krankheiten, wo man auf 5 Meter genau schon sieht, jemand hustet, jemand hat Fieber, jemand schneuzt sich alle 2 Minuten, da wird niemand hingehen und den umarmen, ja, weil man will auch nicht einmal einen Schnupfen bekommen. Und deshalb denke ich, dass diese Maßnahmen angemessen sind einer viralen Erkrankung, die offenbar, soweit uns die Fachleute das sagen können, ihre Tücken hat, ihre ungewohnten oder noch nicht bekannten Verläufe hat, in vielen Dimensionen einfach auch vieles noch nicht klar ist, was wir bei virologischen Erkrankungen sonst wissen. Wann setzt Immunität ein? Wie lange dauert Immunität? Wann ist jemand überhaupt ansteckend? Wie lange ist jemand ansteckend? Und das führt natürlich vielleicht zu Vorsichtsmaßnahmen, die unter Umständen auch etwas sehr rigide und restriktiv erscheinen können. Es gab in den letzten Jahren vor der Pandemie eine Diskussion so unter dem Aspekt Populismus gegenüber Wissenschaft, Fake News gegenüber wirklicher, unter Anführungszeichen, wissenschaftlich fundierter Nachrichten. Am Anfang der Pandemie, zumindest war das mein persönlicher Eindruck, hatte ich das Gefühl, dass die Wissenschaft die Oberhand gehabt hat und eigentlich auch wirklich vor den Vorhang geholt worden ist, international, global. Jetzt scheint es aber schon wieder ein bisschen in die andere Richtung zu gehen. Verschwörungstheorien auf der ganzen Welt tauchen auf, verschiedenste Erklärungen, aber auch Vorschläge aller Art, wie man sich sozusagen gegen dieses Virus schützt oder wie man sich da therapieren kann, tauchen wieder auf, die definitiv gar keine wissenschaftliche Grundlage haben. Glaubst du, hat die Pandemie jetzt sozusagen der Wissenschaft wieder Macht zurückgegeben, unter Anführungszeichen, oder im besten Sinn, im positivsten Sinn? Oder wird das am Ende wieder so sein, dass dieses sich jetzt in den letzten Jahren schon herauskristallisierte, wie soll ich sagen, Bestreben aus irgendwelchen Internetquellen, sich seine ganz persönlichen Informationen zu holen, dann wieder dasselbe sein wird wie vorher? Also ich denke, dass sich da tatsächlich nicht viel geändert haben wird, aus 2 Gründen. Das eine ist, es ist ja beobachtbar, nicht nur in Zeiten des Internet, aber dort oder in diesen Zeiten oder durch diese Technologie natürlich sehr, sehr verstärkt. Es ist ja beobachtbar, dass wissenschaftliche Erklärungen, Vorschläge
Hypothesen, Theorien immer begleitet werden von, sagen wir mal, verschwörungstheoretischen Ansätzen, von seltsamen, absurden Überlegungen, zum Teil auch nur von Außenseitermeinungen, die es in der Wissenschaft ja auch immer gegeben hat und die mitunter sich auch als richtig herausgestellt haben. Das Zweite ist, was vielleicht solche Trends, Tendenzen, vor allem in den sozialen Medien, in den Netzwerken verstärkt, ist, dass viele Menschen vielleicht zum ersten Mal leibhaftig, weil es sie ja tatsächlich berührt und weil es uns ja alle angeht, weil ja niemand gefeit ist vor einer Ansteckung, viele Menschen zum ersten Mal leibhaftig erleben, wie Wissenschaft funktioniert, nämlich als kontroverse Form von Auseinandersetzung, aus Bildung von Hypothesen, die verifiziert oder auch falsifiziert werden können, als ein Vermutungswissen, ein Wahrscheinlichkeitswissen, das bestätigt werden kann oder das wieder verworfen werden muss. Das heißt, viele Menschen greifen vielleicht auch deshalb zu abstrusen Erklärungen, weil sich die Wissenschaft nicht einig ist. Das mag manche auch enttäuscht haben. Was ist das für eine Wissenschaft, die nicht einig ist? Das heißt also, dass man wirklich also hochqualifizierte, international renommierte, angesehene, in allen Rankings ganz vorne stehende Virologen an einen Tisch setzen kann und die völlig unterschiedliche Positionen vertreten. Das ist natürlich für einen Wissenschaftstheoretiker ein wunderbares Szenario, denn er weiß, dass Wissenschaft genau so funktioniert. Aber für jemanden, der von der Wissenschaft jetzt eindeutige Antworten und vielleicht sogar politische Vorschläge erwartet, der muss natürlich enttäuscht sein. Das Zweite, warum jetzt vielleicht diese große Bedeutung der Wissenschaft, der Medizin, der Virologie, der Immunologie wieder zurückgeht, hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Beobachter ja festgestellt haben, dass in den meisten europäischen Staaten der Höhepunkt der Infektionen überschritten ist. Es geht zurück. Das heißt, die zentrale Frage ist jetzt nicht nur, wie schützen wir uns weiter, sondern jetzt tauchen natürlich diese Fragen auf, wie überwinden wir dieses Zurückfahren der Ökonomie, der sozialen Beziehungen, der Institutionen, der Schulen, der Universitäten. Das heißt, wie kehren wir wieder zurück? Aber das sind natürlich Fragen, die jetzt primär keine Fragen einer Virologie sind oder nicht mehr oder nicht ausschließlich, sondern das sind politische Fragen, das sind ökonomische Fragen, das sind finanztechnische Fragen, das sind unternehmenspolitische Fragen, das sind soziale Fragen, sind pädagogische Fragen. Wenn man etwa an die heftige Debatte in Österreich über die Wiederaufnahme des Schulunterrichts denkt, natürlich spielen hier nach wie vor medizinische, hygienische Aspekte eine zentrale Rolle. Aber es kommen natürlich jetzt eine ganze Reihe von anderen Dimensionen dazu, die auf anderen Ebenen, auch anderen politischen Ebenen und anderen wissenschaftlichen Ebenen abgehandelt werden müssen. Also etwa die große Rolle, die jetzt die Psychologie plötzlich bekommt, bei Fragen wie hat es sich ausgewirkt, wenn Menschen 7, 8 Wochen lang auf ihren engsten Familienkreis eingeschränkt war. Wie wirkt es sich aus, wenn man Homeschooling, Homeoffice, Freizeit, Betreuungsverpflichtungen auf engstem Raum erledigen muss? Wie schaffen es Menschen, die sozusagen sich als Konsumwesen verstehen, 8 Wochen ohne Einkäufe auszukommen? Und das sind natürlich jetzt ganz anders geartete Fragen, die aber mitentscheidend sein werden, wie sich jetzt diese Gesellschaft allmählich im besten Fall von dieser Virusbedrohung erholen kann. Ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt, und ich habe oft an dich denken müssen, weil ich mich erinnere, dass du dich einmal auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hast, ist die Frage der Grenzen. Das Virus selber kennt ja keine Grenzen, schon gar nicht in Zeiten der Globalisierung, und die Begründung sozusagen für diese Pandemie war ja auch, dass Reisen heute ganz anders funktioniert, als es das noch vor 100 Jahren gemacht hat. Jetzt aber die Antwort darauf ist doch eine sehr nationalstaatliche gewesen, auch sehr verständlich. Und man hat die Grenzen dicht gemacht. Man hat nicht nur die Grenzen der Länder zum Teil dicht gemacht, sondern sogar seine ganz persönlichen Grenzen, nämlich im Sinne einer Quarantäne oder zumindest einmal des Zuhausebleibens.
ist diese ganz neue Betrachtung sozusagen von Grenzen, dass man sagt, jetzt nach all dem, was wir gehabt haben, europäische Ebene und all dem, jetzt machen wir einmal wieder zu und das macht Sinn. Macht das etwas mit den Menschen für die Zukunft, wenn es um die Frage geht, wie regeln wir zum Beispiel gemeinsame Probleme innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb eines Kontinents oder gar auf dem Planeten Erde? Ich glaube, dass die Menschen wieder sozusagen mehr Sinn unter Anführungszeichen in Grenzen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht etwas weniger optimistisch ist, was eine grenzenlose Welt betrifft. Ich halte übrigens diese Redewendung von das Virus kennt keine Grenzen für vollkommen falsch. Das Virus spaziert nicht allein über die Grenzen. Es ist nicht grenzenlos, wie zum Beispiel Radioaktivität. Ja? Die erste Erfahrung, die Menschen mit wirklicher Grenzenlosigkeit oder grenzüberschreitender Katastrophen einem grenzüberschreitenden Katastrophenszenario machten, war ja der Reaktorunfall von Tschernobyl. Ja? Und diese radioaktive Wolke hat sich natürlich um nationale Grenzen überhaupt nicht gekümmert. Es wäre völlig sinnlos gewesen, hier Grenzen zu schließen, denn diese über uns hinweggezogen und der radioaktive Fallout hat uns getroffen, egal ob es Grenzbalken gab oder nicht gab, die es damals natürlich, da gab es noch den Eisernen Vorhang, der tatsächlich gegeben hat, aber vollkommen bedeutungslos, was diese Gesundheitsbedrohung betroffen hat. Das ist bei dem Virus ja nicht der Fall. Das Virus wird von Mensch zu Mensch weitergegeben. Das heißt, selbstverständlich, man soll es auch nicht schönreden, hat die intensive Reisetätigkeit, hat die Globalisierung, haben die Menschen, die nach Ischgl gekommen sind, dort Ski gefahren sind, sich angesteckt haben, dann zurück nach Island, nach Deutschland, nach Spanien gefahren sind, das Virus weitergetragen. Das heißt also, Grenzschließung in dem Sinne als der Versuch, diesem Virus etwas entgegenzusetzen, eine Barriere aufzubauen, indem man Menschen daran hindert, sich gegenseitig zu begegnen, das gehört ja zu den ganz zentralen Maßnahmen bei allen ansteckenden Krankheiten. Und auch wenn die Europäische Union funktioniert hätte, schon durch eine gemeinsame Gesundheitspolitik, die sie eben nicht hat, weil Gesundheitspolitik einfach noch immer Sache der Nationalstaaten ist. Auch wenn die Europäische Union funktioniert hätte, hätte sie trotzdem eine bestimmte Form von Grenzschließung durchführen müssen, etwa genau in dem Sinne, dass schwer kontaminierte Gebiete unter Quarantäne gestellt werden. Also wenn ein Ort unter Quarantäne gestellt wird, heißt das, das ist die strengste Form von Grenzschließung, die wir kennen. Niemand darf raus und niemand kommt rein. Und diese Quarantänen, die in verschiedensten Gebieten Europas verhängt worden sind, man denke an Norditalien, man denke ans Bad Nauental, man denke an Heiligenblut, man denke an Bereiche in Frankreich, diese Quarantänen haben sich auch nicht an nationalstaatliche Grenzen gehalten, aber sie wurden von Nationalstaaten verhängt, weil die einzigen waren, die die logistischen Möglichkeiten auch haben und hatten, das zu tun. Aus dem Grunde glaube ich übrigens, dass die Menschen sehr wohl unterscheiden können zwischen den Kompetenzen des Nationalstaates im Gesundheitswesen, die dieser jetzt wahrgenommen hat, in Formen, die ja durchaus auch diskutiert werden können, und den Vorteil eines grenzfreien oder grenzüberschreitenden touristischen Verkehrs, Warenverkehrs, Berufsverkehrs. Und ich glaube, viele wissen, dass wir jetzt diese Grenzen noch eine Zeit lang dicht halten müssen oder nur mit Vorsicht öffnen können, aus diesen gesundheitspolitischen Erwägungen, dass aber dann die Rückkehr zu dem, was etwa im europäischen Raum die Schengen-Vereinbarung bedeutet, nämlich freier Verkehr ohne Grenzkontrollen, dass diese Rückkehr das erstrebenswerte Ziel ist. Und auch hier ist es dann sozusagen eine zum Teil politische Frage, zum Teil ökonomische Frage und zum Teil epidemiologische Frage, wie schnell kann oder darf das gehen? Und hier sind einfach unterschiedliche Interessensgegensätze auch spürbar. Die Tourismusindustrie drängt auf rasche Grenzöffnung. Jean-Claude Juncker hat gestern eine rasche Grenzöffnung verlangt. Virologen warnen, weil eben rasche Grenzöffnungen zu vermehrten Wiederansteckungen führen könnten
und man aus guten Gründen große Besorgnis hat, dass eine zweite Welle vielleicht nicht so einfach zu managen sein wird als jetzt diese erste Welle und ob es nicht sinnvoller ist, hier noch 1, 2, 3 Wochen oder Monate vorsichtig zu sein, bevor man sozusagen diese großen Menschenströme, die dann kreuz und quer durch Europa und die Welt sich bewegen, wieder freigibt. Das ist eine Frage, um deren Entscheidung ich die Politik wahrlich nicht beneide. Seit vielen Jahren gibt es Appelle, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sei es im Zusammenhang mit Klimaschutz, sei es zum Beispiel bei der Bekämpfung von Hunger auf dieser Welt oder auch in mehr lokalen Fragestellungen, wie zum Beispiel im Bildungssystem. Und immer wieder wurde reklamiert, man zieht aber nicht gemeinsam an einem Strang, weder politisch noch gesellschaftlich, wie auch immer. Jetzt kommt diese Pandemie und die Solidarität oder zumindest das Gemeinsame an einem Strang ziehen war ja enorm über die ganzen Bevölkerungen hinweg. Braucht es eine Lebensbedrohung, eine so ernste Bedrohung für den Menschen, dass man ihn überzeugen kann, doch etwas Gemeinsames zu tun? Oder kann man jetzt irgendwelche, ich sage einmal, Herangehensweisen aus dieser Pandemie vielleicht in Zukunft übertragen, um Solidarität für andere Fragestellungen auch zu bekommen oder Gemeinsames an einem Strang ziehen zu schaffen? Das ist eine unglaublich interessante und wichtige Frage. Und auch hier habe ich keine eindeutige Antwort. Es ist zweifellos so, dass in Momenten der unmittelbaren Bedrohung Menschen zusammenstehen. Das ist bei kleinen Katastrophen der Fall. Wenn ein Dorf von einer Lawine bedroht ist, von einer Überflutung bedroht ist. Wir erinnern uns noch an die riesigen Brände in Australien kurz vor Ausbruch der Corona-Krise, wie Menschen zusammengestanden sind, um sich vor dem Feuer in irgendeiner Art und Weise zu wehren und zu schützen. Das heißt, die unmittelbare Drohung schafft so etwas wie Solidarität, nachbarschaftliche Hilfe. Jeder weiß, er ist auf den anderen auch angewiesen. Nur gemeinsam hat man vielleicht eine Chance, dieser Bedrohung zu entgehen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, sobald die Bedrohung nachlässt, kommen sofort die alten Interessensgegensätze wieder zum Vorschein. Und das spüren wir jetzt auch. Kaum flachen die Infektionskurven ab. Ist völlig klar, dass soziale, ökonomische Fragen, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden, die Interessensgegensätze offenbaren zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer, dass die wieder an die Oberfläche gespült werden und natürlich mitbestimmend sind. Was anderes ist es mit dem richtigen Gedanken, dass wir natürlich auf diese Pandemie sehr einzelstaatlich reagiert haben und ich sage gar nicht anders konnten als so reagieren. Hätte man gewartet, bis es hier internationale Vereinbarungen gegeben wird, würde die Zahl der Toten wahrscheinlich ein Vielfaches sein von dem, was wir heute beobachten können. Aber gleichzeitig ist uns schon klar, dass eine Pandemie, die sozusagen jedes Land dieser Erde bedroht oder bedrohen kann, dass so eine Pandemie natürlich auch gemeinsame Abwehrstrategien oder Forschungsstrategien erfordert. Und es gibt ja jetzt den Aufruf, dass die Wissenschaft, dass die Forschung gemeinsam, international gemeinsam an einem Impfstoff forschen und arbeiten soll. Ich kann dazu nur sagen, nachdem ich den Wissenschaftsbetrieb ja ein bisschen kenne und weiß, was es bedeutet, etwas als Erster entdeckt zu haben, etwas als Erster publiziert zu haben, ein Patent als Erster angemeldet zu haben. Das waren doch bisher die wirklichen Motivatoren, nicht nur in der pharmazeutischen Forschung. Nachdem ich diesen Betrieb ein bisschen kenne, wage ich an diesen Bekundungen, machen wir es doch gemeinsam, leise Zweifel zu hegen. Ich glaube, wenn die Verlockung wieder da ist, dass man hier also, ich sage jetzt gar nicht einzelstaatlich, ja, sondern als einzelne Forschergruppe, als einzelnes Unternehmen, pharmazeutisches Unternehmen, hier einen bestimmten Vorsprung erringen kann, dann wird es schon großer Charakterstärke bedürfen. Und wird es auch einer wirklichen Solidarität bedürfen, nämlich derart, dass man sagt, also wir könnten jetzt einen Vorsprung auch monetär ummünzen und uns sozusagen einen ökonomischen Vorteil gigantischen Ausmaßes erarbeiten. Aber wir tun es nicht, damit alle anderen auch gleichzeitig zum Beispiel zu diesem Impfstoff kommen.
Ich weiß nicht, ob alle Institutionen, alle Forscher, alle nationalen Forschungseinrichtungen, alle privaten Forschungseinrichtungen zu dieser Charakterstärke finden werden. Ich würde mich freuen. Gleichzeitig wäre das natürlich dann auch ein Beispiel, dass Wettbewerb, dass Konkurrenz, dass der freie Markt nicht immer der beste Motor für gute Forschungsergebnisse sein muss, sondern dass offensichtlich auch internationale Kooperation, Verzicht auf Vorteile, Verzicht auf Publikationsplätze mitunter genauso oder sogar bessere Forschungsergebnisse bringen kann. Das wird auch, würde ich mal sagen, aus der Innenperspektive der Wissenschafts- und Forschungspolitik eine sehr, sehr interessante Zeit werden, die jetzt auf uns zukommt.